Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch meine Vatertagstorte für das Jahr 2025 und es ist gleichzeitig die Geburtstagstorte für meinen ältesten Sohn, der dieses Jahr 26 Jahre alt geworden ist. Also es ist eine prima Torte für jeden festlichen Anlass, für einen Geburtstag, für eine Hochzeit oder eben auch für den kommenden Vatertag. Diese Torte besteht aus meinem dunklen Schokobiskuit. Den habe ich diesmal in der Herzform gebacken und zwar in der großen Herzform von meinem Dreier-Set und einer leckeren Quark-Sahne-Erdbeercreme. Erdbeeren sind ja jetzt gerade frisch auf dem Markt, auch regionale Erdbeeren. Da mussten es einfach Erdbeeren sein. Aber ihr könnt die Früchte auch austauschen. Ihr könnt auch andere Lieblingsfrüchte für dieses Rezept verwenden. Also den Sugar Princess Biscuit am Tag vorher wie gewohnt vorbacken in der großen Herzbackform. Das Set bekommt ihr bei mir im Shop. Ich verlinke euch den gerne hier auf dem kleinen i und unter dem Videotitel in der Beschreibung findet ihr auch alle anderen wichtigen Infos. Nochmal den Link zum Shop, den Link zum Rezept zum Nachlesen und zum Ausdrucken und die Zutaten schon mal aufgelistet. Also schaut immer unter dem Titel auch schon mal rein. Da findet ihr alles und da müsst ihr dann nicht lang suchen und auch nicht mitschreiben. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Sonntag gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo und dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen ist. Einfach hier unten die kleine Glocke dann drücken. Auf Facebook und Instagram teile ich immer tägliche Stories, also wenn ihr da abonnieren wollt, seid ihr auch herzlich willkommen. Ja, wir starten in unser Rezept mit der Quark-Sahne-Erdbeercreme. Für unsere leckere Quark-Sahne-Erdbeercreme benötigen wir Gelatine und zwar nämlich hier rote Gelatine vorzugsweise. Dann hat man eine noch schönere Farbe in der Creme. Ich habe jetzt auch nur noch 5 Blätter rote und ersetze den Rest bis zu 12 mit weißen. Ich muss wieder nachbestellen, dann gibt es die auch wieder im Shop. Also ich denke, wenn ihr das Video schaut, wird sie wieder vorrätig sein. Ihr habt da immer fleißig eingekauft, deswegen ist der Vorrat leer. Mit kaltem Wasser übergießen und 5 Minuten einwirken lassen, gerade beiseite stellen. So, und jetzt habe ich hier meine wunderschönen Erdbeeren. Eigentlich fast ein bisschen schade, die jetzt alle zu pürieren. Ich nehme dafür gerne auch tiefgekühlte Früchte, weil ich einfach finde, die frischen sind manchmal so ein bisschen dafür zu schade. Aber jetzt ist ja gerade Erdbeersaison und deswegen werde ich jetzt frische verwenden. Und das sind 500 Gramm. Die werde ich jetzt einfach hier vom Grün befreien, dann alle klein schneiden und pürieren. Wenn ihr einen Thermomix habt, dann könnt ihr sie auch halbiert in den Thermomix geben oder sogar ganz, je nach Größe. Da werden die gut püriert. Das sind erstmal die fürs Pürieren und die restlichen 250 Gramm werde ich mir später in kleine Würfel schneiden und dann noch unter die Creme heben. Das ist aber optional, muss man nicht machen. So, die Erdbeeren pürieren. Ich zeige sie jetzt mal hier in meinem kleinen Püriergerät. Normalerweise würde ich sie in den Thermomix geben, aber weil es so schön ist und weil vielleicht auch nicht alle so einen großen Thermomix daheim haben, zeige ich das jetzt mal so. Da muss man in mehreren Portionen vorgehen, sonst passt es nicht rein. Deckel aufsetzen, feststecken und los geht's. Ich glaube, das langt erstmal. Und beim Naschen könnt ihr auch schon mal testen, wie süß die Erdbeeren sind. Wir geben aber auch noch etwas Zucker in die Creme, also dann sollte das funktionieren. Ein bisschen drücken, dann passt auch alles in 2 Portionen rein. Oder ihr habt einen Thermomix oder irgendein anderes, einen Pürierstab. Damit bekommt ihr die Erdbeeren auf jeden Fall klein. Und ihr könnt auch gerne tiefgekühlte nehmen, aber dann taut sie vorher am besten auf. So, ich denke, das reicht. Und wir haben einen wunderschönen Erdbeerpüree oder einen Erdbeersaft vielmehr, also gut Flüssigkeit. Und hier können wir jetzt auch sehen, wie viel es ungefähr ist. Es sind ungefähr 500 Milliliter. Das brauchen wir auch. Jetzt geben wir uns 750 Gramm Quark in eine große Rührschüssel. Ich nehme am liebsten Halbfettstufe. Ihr könnt auch Magerquark verwenden, aber ich finde immer, ja, der schmeckt nicht ganz so lecker. Deswegen verwende ich gerne Halbfettstufe. 750 Gramm. Dann 200 Gramm Schmand. Also in einem Becher sind immer 250. Ich lasse ein bisschen was drin. 200 Gramm Zucker. Ich nehme jetzt absichtlich so viel, weil meine Erdbeeren noch nicht so super süß sind. Wenn eure Erdbeeren dann im Spätsommer süßer sind, dann könnt ihr auch vielleicht etwas weniger Zucker verwenden. Aber ja, 200 Gramm passt auf jeden Fall.
und ungefähr einen Teelöffel Vanilleextrakt verwende ich hier. Und natürlich kommen jetzt noch die Erdbeeren hinzu. Das alles jetzt schön miteinander verrühren. Ich nehme dafür jetzt den Schneebesen. Ihr könnt auch ein Rührgerät verwenden, aber das brauche ich ja gleich für die Sahne. Deswegen bin ich jetzt faul und nehme meinen Schneebesen. Und zwar so lange verrühren, bis sich der Zucker schön angelöst hat. Und wer die Erdbeerkernchen nicht in der Creme haben möchte, der kann natürlich das Erdbeermus vorher auch durch ein Sieb streichen. Sehr schön, alles ist verrührt. Gerade kurz beiseite. Jetzt brauchen wir hier unsere Gelatine und ihr seht, die ist schön gequollen. Und wenn wir die rote verwenden, dann haben wir natürlich nochmal extra viel schöne Farbe in der Creme. Deswegen, ich rate euch zu der roten. Wenn ihr sie bekommt, guckt bitte im Shop, ob sie vorhanden ist, vorrätig ist. Ihr seid da immer sehr schnell und dann ist die immer sofort ausverkauft. Die Gelatine nun entweder auf dem Herd in einem kleinen Topf auflösen, und zwar indem man sie erwärmt, oder in der Mikrowelle. In der Mikrowelle allerdings wirklich aufpassen, sie darf auf keinen Fall kochen, auch auf dem Herd darf sie nicht kochen, dass ihr sie nicht zu lange drin lasst. Also so ein paar Sekunden bei 600 Watt reichen, 10 bis 15 Sekunden maximal. So sieht es nun aus. Man sieht, die weiße und die rote Gelatine mischen sich jetzt. 10 Sekunden bei 600 Watt reichen aus, 10 bis 15. Nicht mehr, sonst kocht die Gelatine und dann klappt das alles nicht. Und wie immer gleichen wir nun die Temperaturen an, von der Creme und von der Gelatine. Und dazu braucht es 6 Löffel von unserer Erdbeercreme. Die rühre ich hier rein. Drei reicht meistens noch nicht, deswegen mache ich immer 6. Und Nummer 6. Und dann sind die Temperaturen meistens gut angeglichen und wir können dann die angerührte Gelatine, das spüren wir hier, wenn wir hier drunten anfassen, ob sie die richtige Temperatur hat, die gleiche Temperatur wie unsere Erdbeercreme. Dann können wir sie hier ohne Besorgnis einrühren, dann klumpt da auch nichts. Den Löffel raus und jetzt einfach unter ständigem Rühren einrühren. Und ihr seht, das ist schon gut, wenn man rote Gelatine verwendet. Dann gibt das nochmal einen schönen Rotton in der Creme, weil die Erdbeeren doch innen drin ja auch, gerade wenn man im Frühsommer Erdbeeren kauft, etwas heller sind. Dann hat man eine schönere Farbe. Und dann darf die Creme schon etwas angelieren. Ich glaube, ich fülle sie auch gleich nochmal um. Ich habe wieder eine Schüssel, die etwas zu klein ist, dass da noch die Sahne reinpasst. Denn wir haben noch 400 Gramm Sahne, die wir jetzt steif schlagen und hier gerade unterheben. Und am besten so ein bisschen angelieren lassen, die Creme. 10 Minuten in den Kühlschrank stellen, dann sollte sie dicklich werden, dann können wir unsere Sahne gut drunter heben. 400 Gramm Sahne aufschlagen und ich gebe die Sahne meist schon vorher in meine Schüssel und stelle sie dann in den Kühlschrank, dass einfach die Schüssel plus die Sahne kalt sind. Dann lässt sie sich einfach gerade im Sommer auch besser aufschlagen. So, die Sahne ist steif geschlagen und wir können sie jetzt unter die angelierende Creme heben. Los geht's. Ich habe mir natürlich zwischendurch hier umgefüllt, die Sahne auf die wunderschöne Creme geben und gerade nur so ein bisschen unterheben. Und im Prinzip ist das meine Tortencreme von der klassischen Erdbeersahnetorte. Da könnt ihr mal gucken gehen und vergleichen. Es ist im Prinzip das gleiche Rezept. Restliche Sahne noch unterheben. Heieiei, schaut euch das mal an. Wunderschöne Creme. Und ich habe auch schon genascht. Es schmeckt traumhaft lecker. Gerade mit den frischen Erdbeeren besonders lecker. Die Creme ist jetzt sehr flüssig. Das ist normal. Die wird dann auf jeden Fall fest. Also 12 Blätter Gelatine müssen es aber schon sein. Wir haben wirklich viel Masse. Wer möchte, kann jetzt natürlich hier noch frische Erdbeerstücke unterheben. Ich habe jetzt mir gerade überlegt, ich lasse es, ich mache die nur oben drauf, denn wir haben ja jetzt hier schon 500 Gramm pürierte Erdbeeren in der Creme, also das ist wirklich Erdbeere satt und das reicht mir. Jetzt können wir uns den Boden schneiden und die Creme auf den Boden gießen und die Torte füllen. So, da haben wir unser Herz. Vorsichtig aus der Form lösen. Jetzt mache ich erstmal unser Backpapier ab.
Dann schneide ich nochmal hier entlang, damit sich das besser löst. Es hat eine wunderschöne Form, dieses Herz. Es gibt viele auch andere Herzformen. Ich hatte schon einige, die mir so von der Form her nicht so gefallen haben wie diese jetzt hier. Die Sugar Princess Herzform. So, und da klappt das auch wunderbar. Unseren Boden schneiden wir jetzt in 3 Böden. Der erste Boden wird auf 1,5 cm geschnitten. Vielleicht einmal drehen. Das wird natürlich der Deckel dann sein. Der ist am geradesten. Jetzt schneiden wir uns das hier nochmal durch. Und ich würde sagen, nochmal auf 1,5. Sehr schön. Das ist dann unser mittlerer Boden. Und dann gucken wir jetzt, dass wir den unteren Boden noch ein bisschen gerader kriegen am besten. Dazu das Messer stellen auf, ja, auch 1,5. Dann haben wir die gleiche Bodenstärke für alle Böden. Die Backhaut, die vernaschen meine Kinder immer gerne. Ihr könnt auch Cake Pops daraus machen. Wunderbar, wir haben 3 wunderschöne Herzböden und wir werden uns die Torte füllen. So, das Sugar Princess Cake Board. Unsere Tortenpappe in Herzform ausgeschnitten. Also einfach die Form drauflegen, markieren, am besten natürlich hier auf der Rückseite. Und dann hat man einen schönen Untergrund für unsere Torte. Den untersten Boden auf unsere Tortenpappe geben. Die große Herzform darum stellen. Damit wir auch genug Höhe haben, werde ich jetzt noch etwas von meiner Tortenrandfolie hier einziehen. Am besten, wenn das Herz schon drin ist, dann geht es leichter. Die Tortenrandfolie könnt ihr mehrfach verwenden. Ich schneide mir da immer ein Stückchen einfach ab und dann mache ich das wieder sauber. Also da kann man durchaus sparsam mit umgehen. So. Ist ein bisschen friemelig, aber dafür haben wir jetzt die richtige Höhe. Was ich jetzt noch mache, ist hier 2 Kleberchen dran bringen, damit das schön festhält. Also einfach 2 Tesafilm hier dran machen, dass wir hier eine schöne Herzform dann auch bei der Folie bekommen. So. Sehr schön. So muss das sein. Und jetzt gießen wir uns die Hälfte der Creme schon mal auf diesen Boden. Vorsichtig etwas glatt rütteln. Den mittleren Boden auf die Creme gleiten lassen. Jetzt nicht zu stark drücken, damit die Creme nicht hochsteigt, denn die ist ja noch sehr flüssig. Die restliche Creme hier raufgeben. Das wird eine wirklich hohe Torte, richtig schön. Wieder so ein bisschen glatt rütteln. Wir legen uns jetzt den untersten Boden oben auf, also umgedreht. Vorsichtig hineinbasteln. Also das war wirklich dringend notwendig, dass wir hier unsere Tortenrandfolie haben. Ihr seht jetzt, wie schön das aussieht, auch schon an der Seite. Jetzt muss die Torte mindestens 4 Stunden, besser über Nacht in den Kühlschrank, damit sie richtig gut fest werden kann. Und dann erst machen wir uns an die finale Dekoration. Die Torte war bei mir über Nacht in der Kühlung und ihr seht, ich habe hier schon mein mittleres Herz aufgesetzt mal. Sie ist gut fest geworden und hier in der Mitte wollen wir ja unseren Tortenguss haben, also das rote Herz und außenrum dann die Ganache oder die Schokoladenglasur und dann können wir das Ganze schön dekorieren. Wir holen das Herz erstmal aus der Form und da wir jetzt ja hier eine Folie drin haben, können wir einfach hochziehen. Jetzt können wir hier Kleberchen entfernen und die Folie entfernen. Das alles immer schön vorsichtig, dass da nichts kaputt geht an eurem Werk. So, und da löst sich auch schon die Folie. Können wir jetzt abziehen. Perfekt. Und ihr seht, das Herz sieht schon sehr gut aus. Wenn ihr die Torte naked servieren wollt, das geht natürlich auch, dann einfach etwas Puderzucker drauf streuen und ein paar Erdbeeren drauflegen. Und die Torte ist auch so schon wunderschön. Wir werden sie noch etwas aufhübschen, wie immer. Das heißt, wir setzen uns jetzt hier unser Mittelherz auf. Da müsst ihr gucken, wo ihr es hinsetzen wollt. Dann am besten so ein bisschen fixieren, also leicht eindrücken fast schon. Und man kann dazu das Herz auch ein bisschen einschneiden, dass man es reinsetzen kann in die Form, also in den Boden. Ich schneide hier mal einmal herum. Dann bin ich sicherer, dass das Herz nicht verrutscht.
setze ich mir jetzt sozusagen in den Schnitt hinein. Erstmal den Tortenguss zubereiten. Roter Tortenguss mit 3 gestrichenen Esslöffeln Zucker. Gerade ein bisschen verrühren mit kaltem Wasser, 250 Milliliter. Dann ganz verrühren und einmal schön aufkochen unter ständigem Rühren. Und dann 1 Minute gerade kochen lassen. Hier könnt ihr selbstverständlich auch Erdbeersaft verwenden. Also das geht natürlich genauso gut. Oder ein Teil Erdbeersaft, ein Teil Wasser ist auch ganz gut. Sobald der Tortenguss dann zu kochen beginnt, ungefähr 1 Minute, ich stelle mir da immer gerne einen Timer, dann ihn 1 Minute kochen lassen und vom Feuer nehmen. Ich habe mein Herz auf eine Silikonunterlage gesetzt und auf ein Kühlgitter, dass nachher mein Guss abfließen kann an der Seite, dass ich den dann auch wiederverwenden kann. Und wir können uns in die Mitte jetzt schon den zubereiteten Tortenguss gießen, vielleicht nur die Hälfte. Müssen wir mal gucken. Ich denke, die Hälfte reicht. Ihr seht, es ist noch so ein bisschen übrig und das Herz ist schon gut gefüllt. Außen herum kommt jetzt eure Kuchenglasur und zwar 400 Gramm, also 4 solche Tütchen und gießt die jetzt einfach hier drüber. Palette bereithalten natürlich. Die darf dann an der Seite so ein bisschen runterfließen natürlich. Und schauen, dass man hier vielleicht noch ein bisschen nachhilft mit der Palette. Sobald unsere Schokolade und auch das Mittelstück unser Herz angezogen haben, können wir hier vorsichtig unten mit einem scharfen Messer entlang schneiden, dass wir so ein bisschen die Schokolade lösen vom Gitter. Und die Schokolade, die unten auf die Silikonmatten geflossen ist, die könnt ihr wieder verwenden, mit dem Tortenretter runtergehen. Und so könnt ihr die Torte dann wieder auf die Platte, auf der ihr servieren wollt, verheben. Tortenretter und Messer oder die Hand helfen da immer so ein bisschen. Da muss man wirklich vorsichtig vorgehen, dass man da nichts kaputt macht. Dann habe ich das Ganze auf meinen Drehteller gestellt, damit ich einfach hier gut arbeiten kann. So, und jetzt müssen wir natürlich versuchen, hier unser oberes Herz rauszukriegen. Am besten mit einem sauberen Messer wieder dort vorsichtig entlang schneiden. Einmal außen rum gehen, hier vorsichtig natürlich. Ich glaube, es löst sich schon. Auf der einen Seite. Ein bisschen zusammenpressen und einfach vorsichtig hochziehen. Ihr seht es jetzt. So könnte man die Torte jetzt auch schon servieren. Das wäre ja gar kein Thema. Es ist wirklich wunderschön mit dem Herz in der Mitte. Ein bisschen aufhübschen werden wir noch auf jeden Fall. Außenrum einfach einen Rand spritzen. Sehr schön, das Herz ist umrahmt. Tja, und jetzt habe ich hier wieder mal ein paar Oblaten mitgebracht. Ich hoffe, dass ich sie euch in den Shop übernehmen kann. Ich muss gucken, ob das klappt. Und dann kennt ihr ja schon die Oblaten von der Muttertagstorte. Und die hätte ich jetzt gern hier auf dieser Torte, die weißen. So sehen sie aus. Sie kommen in so einer Packung, ich glaube mit 8 Stück. Ich starte mal mit einer schönen Erdbeere hier oben am Herz. Eine Rose, ein rotes Herz. Das kann man so schön auseinandernehmen. Eine Rose hineinsetzen. Nochmal eine von den wunderschönen Rosen. Und hier unten dann nochmal ein kleines Oblatenherz. Also ich finde, das sieht einfach der Hammer aus. Wirklich wunderschön. Natürlich gerne noch unten dekorieren. Das muss natürlich sein. Es ist einfach deswegen schöner, weil dann ja unten auch oft so ein paar Tropfen auslaufen. Und dann sieht das einfach hübscher aus. So, die restlichen Herzchen habe ich jetzt nach unten rangesetzt und ich habe noch 4 Rosen übrig. Die kommen jetzt auch noch hier irgendwie unten ran. Eine da, würde ich sagen, und eine hier vorne. Da kann man auch noch hinten das Ganze so ein bisschen verschönern. Also wenn ihr die Torte für eine Hochzeit zubereitet zum Beispiel, dann macht sich das auch wirklich wunderschön. So, und so ist nun meine Torte fertig. Eine Vatertagstorte, eine Geburtstagstorte, eine Hochzeitstorte. Ich bin gespannt, für welchen Anlass ihr sie zubereiten werdet und wir sehen uns gleich zum Probieren. Mit einem erhitzten Messer werde ich jetzt ein Stückchen rausschneiden. Da kommen wir schon gut durch. Das Messer darf ruhig richtig heiß sein natürlich. Und da kommt unsere Erdbeerherztorte. Der absolute Wahnsinn. Wackelt jetzt so ein bisschen.
Dann wollen wir unsere Torte mal probieren. Ein wunderschönes Schokoherz mit Erdbeeren. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich. Sie ist wirklich schön geworden, finde ich. Sehr, sehr lecker. Sehr lecker mit den Erdbeeren und der Schokolade. Ein Traum. Die Kombination ist super schön. Super, super lecker. Absolute Nachbackempfehlung. Ich freue mich schon auf eure Fotos. Ist wirklich eine traumhaft schöne Torte. Das war meine Vatertagstorte für das Jahr 2025. Ihr könnt sie natürlich auch für eine Hochzeit, für einen Geburtstag, für den Muttertag, für Valentinstag, für jeden besonderen Anlass zubereiten. Sie ist wirklich wunderschön, finde ich, und schmeckt einfach fantastisch. Erdbeere und Schokolade, das ist die Kombination. Schickt mir eure Fotos gerne auf Facebook oder Instagram. Ich freue mich immer sehr darüber. Gerne auch einen netten Kommentar hinterlassen mit Tortenwunsch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Viel Spaß beim Backen, viel Spaß beim Stöbern im Shop und wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!